Hallo, hier ist Sarah Schmidt mit einem neuen Video. Der zweite Teil zu meiner Ernährungsserie. Im ersten Teil habe ich euch ja Weston Price vorgestellt und erzählt, wie es bei uns dazu gekommen ist, dass wir uns so ernähren, wie wir es tun. Jetzt im zweiten Teil will ich euch traditionelle Ernährungsprinzipien vorstellen. Ich habe das in meinem Buch Alleingeburt auch schon mal angerissen. Hier habe ich es jetzt noch ein bisschen anders gegliedert. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz und kann mich mehr austoben, als ich das damals im Buch durfte. Ja, da will ich mal noch auf einen Einwand eingehen, der öfters dann mir entgegengebracht wird. Ja, die Urvölker, wenn die ja tatsächlich so gesund waren, die hatten ja nur so eine geringe Lebenserwartung, das kann doch dann nicht hinhauen. Ich habe mir dazu Studien mal genauer angeguckt. Da gibt es nämlich auch Studien, die das untersucht haben, woran die gestorben sind und so weiter. Und da wird Folgendes daraus klar. Die Kindheit, also Säuglingszeit bis 5 Jahre überlebt haben und das junge Erwachsenenalter, die sind ungefähr so alt geworden wie bei uns. Aber natürlich hatten sie eine hohe Säuglingssterblichkeit. Und wenn man genau hinguckt, ist das eigentlich auch nicht so ganz verwunderlich, weil die ja ganz andere Lebensbedingungen hatten als wir. Also da gab es keine Heizung im Winter, sondern nur ein kleines Feuer im Ofen im besten Fall. Aber wenn man die Indianer anguckt, in ihrem Tipi oder offenes Feuer. Es gab keinen Supermarkt, wo man mal schnell was einkaufen konnte. Entweder man hatte oder man hatte nicht. Ja, wenn man also bei der Jagd keinen Erfolg hatte, wenn Trockenheiten waren, je nachdem in welcher Gegend die Leute gelebt haben, dann gab es eben einfach nichts zu essen. Oder wenn es kalt war im Winter, dann war es eben kalt. Und dann hatte man nur das kleine Feuer, an dem man sich wärmen konnte. Und die Klamotten, die man halt anhatte. Und ansonsten war es eben echt kalt. Und wenn man bedenkt, wie schnell ein Neugeborenes auskühlt, wenn es nur mal kurz nicht richtig angezogen zugedeckt ist, wenn man bedenkt, wie kalt es werden kann, die Eskimo zum Beispiel, wo die gelebt haben, oder Indianer Nordamerika oder so viele Beispiele, dann braucht es nicht viel und das Baby ist tot. Ja, einfach nur an Kälte. Und das ist ja nur ein Aspekt, ne? Da kommt ja auch Hunger, Trockenheit, die ganzen Naturkatastrophen, die sind rumgereist, viele waren Nomaden, die haben Flüsse überquert, da ist mal einer bei drauf gegangen. Das ist ja nicht ungefährlich, ne, wie die gelebt haben. Und wenn das Kind laufen konnte, wurde es ja nicht weniger gefährlich. Da gab es die Feuerstelle und da sind nicht wenige Kinder, haben sich in der Feuerstelle so verbrannt, dass sie das nicht überlebt haben. Ja, also das ist schon kein rosarotes Leben gewesen, was die hatten. Und die mussten sich so gesund halten oder so gesund sein, um das überhaupt zu überleben. Von daher ist es jetzt auch nicht mein Ding, das zu idealisieren, ne? Zurück in die Steinzeit und genauso leben, sondern ich genieße schon die Annehmlichkeiten der Moderne. Ja, es gab eine zweite Sterblichkeitsspitze bei den jungen Erwachsenen, die häufig durch Unfälle hervorgerufen wurde und die sind natürlich auch gerne in den Krieg gezogen oft. Das Leben hat es mit sich gebracht, dass es deutlich gefährlicher war, als es heute bei uns ist. Ja. Aber trotz alledem, trotz dem unwirtlichen Klima, in dem viele gelebt haben, Aborigines in Australien, quasi Wüste, Eskimo, Eiswüste, haben die es geschafft, über viele Generationen eine körperliche Perfektion bei ihren Kindern aufrechtzuerhalten und weiterzugeben durch die Ernährung, durch ihren Lebensstil, der schon erstaunlich ist, weil wir gucken, wir haben heutzutage viel mehr und wir schaffen es nicht. Also kann man sich fragen, wie haben die es geschafft? Und da finde ich, kann man von denen lernen. Ich zeige euch mal so ein paar Schädel. Der Weston Price hat nämlich nicht nur die lebenden Menschen untersucht auf ihre Gesundheit und Zahngesundheit, sondern auch Schädel, wo er sie auftreiben konnte, um zu sehen, daran zu sehen, wie haben die sich über die Generationen entwickelt, gehalten, gesundheitlich. Und da hat er genau das entdeckt, nämlich, dass die nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo er da war, gesund waren und schön stehende Zähne hatten und keine Karies, sondern dass das sich über Generationen so gehalten hat. Hier ist mal ein Beispiel, die Zähne stehen in einer Reihe, der Biss ist perfekt
Und damit mir nicht wieder vorgeworfen wird, ja, das ist ja nur ein Foto, ne? Der hat bestimmt nur ein Foto rausgepickt, was perfekt war und die anderen 99 rausgelassen, die nicht perfekt waren. Der Weston Price hat also viele Schädel untersucht und natürlich kann er jetzt nicht 100 Schädel in sein Buch abdrucken. Aber hier sind mal welche von Indianern in Nordamerika und die hier abgebildeten entsprechen dem, wie die anderen auch ausgesehen haben. Ne? Das sind so typische Beispiele, schreibt Price. Also quasi keine Karies und auch keine Zahnengstände. Hier in Südamerika genau das gleiche. Schöne Zahnbögen und das sind nur 4 von, wie viel hat er an der Stelle untersucht? 67 Schädel hat er untersucht an der Stelle in Südamerika und die sahen alle in der Form aus und keiner hat die Auffälligkeiten gezeigt, die heutzutage viele moderne Gebisse haben. So, also, dann will ich mal zu den Ernährungsprinzipien kommen. Ich habe die in 7 aufgeteilt. 7 kann man sich gut merken. Und ich fange mal mit dem an, was ich am wichtigsten finde, nämlich viel traditionelles Fett. Also traditionell hatte man keine Angst vor Fett. Bei einigen Kulturen hat das Fett sogar 80% der Ernährung ausgemacht. Und das war sogar böses tierisches Fett. Bei den Inuit zum Beispiel, also bei den Eskimo oder bei den Indianern in Nordamerika. Von den Indianern in Nordamerika wird berichtet, dass sie zum Beispiel auch lieber einen fetten alten Büffel geschossen haben, weil der schön fett war. Und ein Hungerwinter war ein Winter, wo man keine Büffel schießen konnte, sondern wo es nur magere Hasen gab. Und da haben sie Hunger gelitten. Von den Bewohnern im Schweizer Lötschental, da hat Weston Price in Mitteleuropa welche aufgetrieben, die haben noch ursprünglich gelebt und da gab es nur einen kleinen Pfad, wo das Einzige eingeführt wurde, was von außen eingeführt wurde, nämlich Salz. Und sonst haben die sich selbst versorgt. Und da berichtet er, dass die eine Scheibe Brot und dann gab es da drauf Käse, der war genauso dick wie das Brot. Also auch nichts von wegen, den Käse ganz dünn, das Brot ganz dick, um Fett zu vermeiden, sondern da hatte keiner Angst vor dem Fett. Ja, es ist eigentlich schon länger bekannt, dass Zucker krank macht. Und in den 60er Jahren gab es immer mehr Studien, die darauf hingewiesen haben, dass Zucker an Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter schuld ist. Also ich erkläre jetzt ein bisschen den Werdegang für die Fettangst bei uns. Das wollte dann, ich habe nämlich nachrecherchiert, das wollte die Zuckerindustrie nicht so auf sich sitzen lassen und hat selbst Studien in Auftrag gegeben und viel Geld rein investiert. Und es sollte bewiesen werden, dass Fett schuld ist, also Cholesterin, Fettsäuren, schuld sind an den Herz-Kreislauf-Krankheiten und diesen ganzen modernen Krankheiten. Und natürlich ist man zum gewünschten Ergebnis gekommen und so wurden die Ernährungsrichtlinien seitdem in Richtung Fettvermeidung und Zucker ist unbedenklich getrimmt. Ja, wie man sehen konnte, hat das nicht so richtig Erfolg gebracht. Die Leute sind trotzdem übergewichtig und krank geworden. Und inzwischen gibt es auch viele gute Studien, die belegen, dass das Fett überhaupt kein Problem ist, unter bestimmten Bedingungen, sondern dass es der Zucker ist, der dick und krank macht. Und ist auch eigentlich unlogisch, warum das Fett jetzt plötzlich so böse sein soll, wenn es traditionell immer gegessen wurde und die Menschen damit offensichtlich gesund waren. Da gibt es einen schönen Film, der mal auf Arte gekommen ist. Unser liebster Feind, das Fett, kann ich euch empfehlen dazu, wer noch ein bisschen mehr über das Fett sich informieren will. Ja, gesättigte Fettsäuren sind eben nicht gefährlich, sondern wichtig für das Gehirn, für die Gehirnentwicklung bei Kindern, auch für die Hormonproduktion und für das hormonelle Gleichgewicht. Wir haben heute so viele Hormonstörungen, die man auch auf die Fettvermeidung und die Verwendung von ungesunden Fetten zurückführen kann. Und das Fett enthält natürlich die fettlöslichen Vitamine. Und die haben auch sehr viele Funktionen im Körper. Und interessanterweise hat nämlich Weston Price in der modernen Ernährung einen Mangel an diesen fettlöslichen Vitaminen festgestellt. Was sind jetzt diese fettlöslichen Vitamine? Im Studium hat man da dieses Merkwort Edeka, also E, D, A und K.
sind die fettlöslichen Vitamine. Vitamin K kann man noch unterteilen in Vitamin K1 und Vitamin K2. Ja, aber wie ist jetzt der Mangel zustande gekommen, kann man sich fragen. Zuallererst sicherlich durch die Fettvermeidung, die Fettangst. Fett ist gefährlich, Fett macht krank, also möglichst kein Fett essen. Kein Fett, keine fettlöslichen Vitamine. Ja. Und sicherlich auch die Verwendung von Pflanzenfetten. Pflanzenfette werden als so gesund verkauft, weil sehr viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben und so weiter. Allerdings enthalten die in der Regel nur Vitamin E und weder D und A oder K2. Das ist nämlich nur in tierischen Fetten drin, zum allergrößten Teil. Also die Fette, die traditionell verwendet wurden, enthalten das, nämlich Butter, Schmalz, Knochenmark. Das Gehirn ist auch sehr fetthaltig, wurde auch gegessen. Ja, welche Fette sollte man also eigentlich essen, die traditionell gegessen wurden? Butter, Schmalz. Olivenöl, Kokosfett sind auch traditionelle Fette. Wer lieber was Pflanzliches möchte. Welche Fette sollte man jetzt besser meiden? Alle Fette, die mit Hitze behandelt wurden und die mehrfach ungesättigte oder gehärtete Fettsäuren enthalten. Also das herkömmliche Sonnenblumenöl und das Rapsöl, was man so im Laden kaufen kann und was gang und gäbe ist. Enthält nämlich Transfette, dadurch, dass es erhitzt wurde, zum Teil auch gehärtet wurde, entstehen bei Erhitzung von mehrfach ungesättigten Fettsäuren Transfette und die sind tatsächlich ungesund. Und dann ist Fett auch ungesund, wenn man das isst. Die triggern nämlich Entzündungen im Körper und ja, die können dann vielleicht wirklich dazu beitragen, dass sich Plaque in Gefäßen bilden, weil da ist immer eine Entzündungsreaktion auch mit dabei. Ja. Kaltgepresste Pflanzenöle gehen, die werden nur leider eben sehr schnell ranzig, muss man sofort verbrauchen eigentlich. Und die enthalten natürlich nicht alle fettlöslichen Vitamine, sondern nur Vitamin E. Milchfett ist ein gutes Fett, allerdings gibt es da auch verschiedene Qualitäten, je nachdem, was die Kühe gefressen haben. Am besten ist das Fett, wenn die Kühe Gras zu fressen gekriegt haben, also Weidemilch. Das Fett von Weidemilch hat die beste Fettqualität. Da sagen jetzt sicherlich manche, wo ist denn das Problem? Vitamin D kriegen wir vom Sonnenlicht, wenn wir rausgehen. Vitamin A ist ja in Möhren drin und in allen möglichen anderen Obst und Gemüse. Ja, Vitamin K ist doch im grünen Gemüse drin. Ja, zum Vitamin D. Vitamin D wird natürlich von der Haut produziert. Allerdings braucht es einen bestimmten Winkel, in dem die Sonne strahlen muss, damit das ankommt. Wir sind nicht umsonst so hell, weil wir nämlich so nördlich wohnen, damit die Haut das Sonnenlicht optimal nutzen kann. Also dunkelhäutige Leute, die kriegen noch eher einen Mangel in unseren Breiten als wir. Aber wir sind ja auch meistens bekleidet, wir laufen nicht mehr nackt rum. Der größte Teil der Haut ist also bedeckt, auch im Sommer zum Teil. Dann halten wir uns viel in Innenräumen auf und im Winter steht die Sonne so niedrig, dass die Haut quasi davon nicht profitieren kann. Das Vitamin D über die Nahrung ist also essentiell, wenn man gesund bleiben will. Vitamin A, da wird immer das Provitamin A mit dem Vitamin A verwechselt. Pflanzen, also Obst, Gemüse, enthalten natürlich Provitamin A, nicht Vitamin A. Und Provitamin A wird im Körper umgewandelt in Vitamin A zu einem gewissen Prozentsatz, zu keinem hohen. Und bei Kindern ist dieser Prozentsatz noch viel geringer bis nicht vorhanden. Also es ist kein Ersatz für richtiges Vitamin A. Und das gibt es nur in tierischen Produkten. Vitamin K gibt es ja Vitamin K1 und K2. K1 ist in grünem Blattgemüse drin, das ist richtig. Vitamin K2 befindet sich allerdings nicht in grünem Blattgemüse, sondern entsteht bakteriell, findet sich also in fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Kimchi haben die Koreaner, glaube ich, und auch in Milchprodukten, wenn die Kühe draußen weiden konnten, also Weidemilch. Eier, wenn die Hühner draußen sein konnten, dadurch, dass die grünes Gras fressen, bildet sich bei denen da auch Vitamin K2.
Der Bedarf an diesen fettlöslichen Vitaminen ist in der Schwangerschaft höher und in der Stillzeit und natürlich im Wachstum, also Kindheit und Jugend. Ja, das war der erste Punkt zum Fett, den ich am längsten ausgedehnt habe, weil ich den am wichtigsten finde. Der zweite ist aber allerdings nicht weniger wichtig, nämlich weniger Zucker. Weniger natürlicher Zucker. In der traditionellen Ernährung gab es nämlich nur wenig Süßes. Da gab es mal Honig und es gab Früchte im Sommer. Es gab in manchen Gegenden Rohrzucker, wo er gewachsen ist. Ahornsirup wurde gewonnen. Und es gab keine Zuckerersatzstoffe. Und es gab auch keine Zuckerrüben und Riesenmassenproduktion in Industrien, wo massenweise Zucker an die Leute verteilt wurde. Und Zuckerersatzstoffe gerade, Xylit und diese ganzen Zuckeralkohole sind ja eigentlich unverdaulich oder so gut wie unverdaulich, täuschen halt Zucker vor, wo keiner ist. Und es wird gern verwendet heutzutage. Die Leute denken, okay, Zucker ist ungesund, also muss ich einen Ersatz finden. Und versuchen halt auf diese Weise so sich rauszuschleichen, ihren Süßkonsum hochzuhalten und trotzdem den Zucker runterzunehmen. Agavendicksaft und so andere Fruchtzucker sind auch so, naja, klingt natürlich, ne? Aber wird trotzdem industriell aufwendig gewonnen aus Pflanzen. Ist Fruchtzucker vorwiegend und wird zwar anders verstoffwechselt als normaler Zucker, aber ist in den Mengen, in denen es zum Teil gegessen wird, genauso ungesund und macht dick. Das Beste ist, auch wenn es das Unangenehmste ist, der Zuckerentzug. Da hat man 2 Wochen Entzug. Stattdessen sollte man dann was anderes essen oder trinken. Irgendwas Fetthaltiges, Eiweißhaltiges. Und was meistens noch eine Rolle spielt, ist der Umgang mit Stress. Dass man einen gesünderen Umgang mit Stress lernt, weil viele Leute fangen an, Süßes zu essen, wenn sie gestresst sind. Und das ist oft, Leute, die viel Süßes essen, haben viel Stress. Und wenn man aber meistens ist es alles gar nicht so schlimm. Ne? Man kann also lernen, sein Stresslevel runterzufahren, auch wenn sich die äußeren Umstände nicht unbedingt ändern. Und vielleicht ändern sich die äußeren Umstände, wenn man sein Stresslevel schafft, runterzufahren. Ja, ich habe vor ungefähr 5 Jahren Zuckerentzug gemacht. Vorher hätte ich nicht gedacht, dass ich mal jemals ohne Zucker leben könnte. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Aber ich habe die 2 Wochen durchgehalten und jetzt brauche ich eigentlich keinen Zucker mehr. Also ich esse mal gern was Süßes. Aber das reicht schon eine Banane. Die finde ich ist süß genug und danach reicht schon genug. Das reicht dann schon. Ein Honigbrot, ein halbes ist okay. Ja, oder mal ein Stück Schokolade. Eine Kugel Eis, das bringt mich da schon an die Grenze. Also mir geht es dann richtig schlecht, wenn ich zu viel Zucker esse. Dieses Eis, was man so kaufen kann, da nach einer Kugel ist es okay, aber mehr darf es dann nicht sein. Aber das selber gemachte schmeckt sowieso besser. Also macht euer Eis selber. Spart man sich auch die ganzen ungesunden Zutaten da drin. Ja, Punkt 3. Getreide, ja, aber richtig zubereitet. Habe ich aufgeschrieben. Traditionell wurde Getreide nicht einfach roh gegessen zum Frühstück als Müsli, sondern aufwendig zubereitet. Müsli ist eine sehr neue Tradition, weil man es für gesund hielt und für gesund hält. Aber traditionell ist es nicht üblich gewesen, sondern Getreide wurde getrocknet, keim gelassen, gesäuert, geröstet, frisch gemahlen, gesiebt. Also es gibt verschiedene Arten, das zuzubereiten, wenn man so guckt durch die Küche der Kulturen. Aber es wurde auf jeden Fall immer zubereitet, meistens gesäuert. Bei uns ist das traditionelle das Sauerteigbrot, das kennt jeder. Und es macht auch offensichtlich Sinn, denn Getreide, wenn es roh ist, genauso wie alle Nüsse und Pflanzen übrigens, enthält sogenannte Antinährstoffe, also könnte man so bezeichnen. Also eigentlich Substanzen, die das Korn davor schützen, gefressen zu werden, also soll nicht schmecken, und davor zu verschimmeln. Weil das ist ja ein kleines Pflanzenbaby und das Pflanzenbaby will ja irgendwann zu einer richtigen Pflanze wachsen und nicht gefressen werden und auch nicht verschimmeln. Ist also eigentlich nicht als Essen geboren. Diese Stoffe befinden sich natürlich vorwiegend in der äußeren Kornschicht, weil das Baby innen drin will geschützt werden von diesen Substanzen. Wenn man es isst, roh isst,
dann hemmt das zum Beispiel die Mineralstoffaufnahme im Darm. Phytinsäure bindet Mineralstoffe an sich, die dann im Körper nicht zur Verfügung stehen. Andere Stoffe wie Lektine zum Beispiel hemmen Verdauungsenzyme. Deswegen ist rohes Getreide auch nicht so lecker und Vollkorn ist auch nicht so lecker wie ein bisschen ausgesiebtes Getreide. Wenn man das Getreide säuert, dann wird 100% der Phytinsäure abgebaut. Bei Hefeteig nur 50% und alles andere passiert gar nichts. Also wenn man nur Backpulver dazu tut oder so. Andere Stoffe bleiben trotz Säuerung erhalten. Deswegen ist auch Vollkorn, selbst wenn es gesäuert wurde, nicht unbedingt so leicht verdaulich und schmackhaft. Und Vollkorn wurde in der traditionellen Ernährung auch eigentlich nicht verwendet. Natürlich wussten die das alles nicht von irgendwelchen Antinährstoffen und Phytinsäure und so weiter. Die haben das aus welchen Gründen auch immer, aber trotzdem so gemacht. Jetzt werden sich bestimmt alle wundern und fragen, was, kein Vollkorn? Das sagen doch alle, dass Vollkorn so gesund ist und überhaupt. Und da sind doch so viele Nährstoffe drin und Weißmehl ist doch schädlich. Ja, im Vollkorn sind natürlich mehr Nährstoffe drin, nur die kann der Körper nicht verwerten. Ich habe eine Studie, glaube ich, dazu gefunden, dass der Körper quasi verglichen mit Weißmehl aus Vollkorn kaum mehr oder gar nicht mehr aufnehmen kann als aus Weißmehl. Also das liegt wie an Phytinsäure gebunden halt unverdaulich vor. Bei Säuerung mag es ein bisschen besser sein. Der Kompromiss, den man in der traditionellen Ernährung gefunden hat, ist, dass man die Kleie grob aussiebt, also nicht ganz fein das Weißmehl entsteht, aber so, dass es eben auch kein Vollkorn mehr ist, also so ein Mittelweg. Dass man also maximale Nährstoffe hat und minimale Antinährstoffe, also so, ja, genau. Heutzutage kann man das an der Typenbezeichnung ablesen. Es gibt Vollkorn und die kleinste Zahl, was weiß ich, 500er oder so, 400er, je nachdem Weizen, Roggenmehl, ist das weißeste Weißmehl und was so dazwischen ist, je höher die Zahl geht, desto höher ist der Vollkornanteil oder wie soll man sagen, der Kleieanteil. Also desto geringer ist der Ausmalungsgrad. Ja, das einzigste Getreide, was auch ungesäuert relativ verträglich ist und wo uns die Asiaten das auch erfolgreich vormachen, ist Reis. Die essen den weiß, also poliert, hat natürlich kaum Nährstoffe, aber hat auch kaum Antinährstoffe, auch wenn er nicht gesäuert ist. Ja, also Reis ist da eine Ausnahme, ansonsten das Getreide sollte möglichst gesäuert werden, also wenn man das regelmäßig isst, ist ungesäuertes Getreide nicht so optimal. Ja, kurzer Abriss zu Getreide. Jetzt Punkt 4. Punkt 4 habe ich überschrieben mit keine Angst vor Bakterien. Den traditionellen Kulturen waren Bakterien unbekannt, die gibt es ja noch nicht so lange, also die gibt es schon lange, aber man weiß noch nicht so lange, dass es sie gibt. Also konnten sie auch keine Angst davor haben. Traditionell wurden die Bakterien aber immer genutzt. Man hat Bier gebraut, man hat Brot gebacken, man hat Sauerkraut gemacht, man hat Gemüse sauer eingelegt, man hat Milch fermentiert, man hat Fisch fermentiert, in Schweden immer noch üblich, Fisch zu fermentieren. Stinkt, schmeckt nicht, wenn man es nicht gewöhnt ist. Es stinkt, ich habe es probiert, es ist der Wahnsinn. Aber man hat sich die Bakterien zunutze gemacht und hat sich nicht vor ihnen gefürchtet. Eine gewisse Sauberkeit wurde natürlich trotzdem immer eingehalten, mehr oder weniger, nicht das, was wir heute gewöhnt sind. Aber das Ziel war nie die Keimfreiheit, sondern ja, Dreck im Essen will natürlich keiner haben. Und in Indien wäscht man sich, also in Indien isst man mit der einen Hand und mit der anderen putzt man sich den Po. Also es ist wird schon traditionell auf eine gewisse Hygiene geachtet, aber normalerweise nicht so, wie soll man es nennen, so penibel wie bei uns. Ja, dieses keine Angst vor Bakterien zu haben, ist sicherlich auch sinnvoll. Unser Körper besteht zu 2 Kilo aus Bakterien, also ungefähr 2 Kilo Bakterien leben auf jedem, ich glaube, 70 Kilo Mensch. Also Kinder haben ein bisschen weniger. Und ohne die Bakterienflora gäbe es keine Verdauung und kein gesundes Immunsystem und könnten wir sowieso, glaube ich, nicht lange existieren. Wichtig dabei hat man herausgefunden, ist die Vielfalt der Bakterien. Je vielfältiger die sind, desto gesünder der Mensch und desto mehr geschützt ist er vor Allergien und diesen ganzen Autoimmunerkrankungen.
Für eine ausgewogene Bakterienvielfalt sorgt zum Beispiel Rohmilchkonsum. Man hat herausgefunden, dass Kinder, die mit Rohmilch aufwachsen und wo schon die Mutter in der Schwangerschaft Rohmilch trinkt, dass die deutlich weniger an Asthma und Allergien leiden. Heutzutage hat man trotzdem und nichtsdestotrotz vor allem Angst vor Bakterien, weil die uns ja alle krank machen. Also wird alles abgekocht und pasteurisiert. Und die Leute werden mit Antibiotika behandelt, sobald man irgendwie mal zu viel hustet. Die Düngung des Gemüses auf dem Feld mit Chemikalien statt Gülle trägt sicherlich auch dazu bei, dass wir viel weniger Mikroorganismen dieser Art verzehren. Und was sich ebenfalls ungünstig auswirkt auf die Bakterienflora, ist der hohe Zuckerkonsum, der da das Gleichgewicht verschiebt. Das führt zu häufiger Pilzerkrankungen, Harnwegsinfekte. Also sind alles Symptome für eine gestörte Bakterienflora. Auf längere Sicht führt es zu einem gestörten Immunsystem. Deswegen haben wir auch die Zunahme von Allergien und Autoimmunerkrankungen. Eine gestörte Verdauung, nicht die richtigen Bakterienvielfalt. Also nein, nochmal. Wenn nicht gute Bakterien da sind, die beim Verdauen helfen, dann kommt es zu Unverträglichkeiten, zu Übergewicht. Das hängt alles miteinander zusammen. Was kann man da machen? Man kann die Tradition wieder aufleben lassen und zum Beispiel Rohmilch trinken, was wir jetzt seit 5 Jahren machen. Man kann echten Kefir herstellen, also selber machen. Diese kleine gelbe Körner, die man in die Milch tut, und da wird dann ein Sauermilchgetränk draus. Man kann auch Sauermilch selber machen aus Rohmilch. Ich stelle das einen Tag auf die Heizung jetzt im Winter. Im Sommer braucht man es einfach nur bei Zimmertemperatur stehen lassen. Und dann stockt die Milch und das benutze ich wie Joghurt. Sauerkraut, Kombucha, andere fermentierte Lebensmittel. Wenn man es überhaupt nicht gewöhnt ist und bis jetzt nur so ziemlich tote Lebensmittel gegessen hat, sollte man sich vielleicht langsam dran gewöhnen. Manche Leute reagieren dann mit Durchfall vorübergehend. Muss man gucken, muss man immer auf seinen Körper hören dabei und dem nicht zu viel zumuten. Ja. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist nicht nur Fleisch, sondern das ganze Tier. Die traditionellen Völker haben das Tier ganz verarbeitet. Die haben also nicht nur das magere Filetstück gegessen und alles andere weggeschmissen, sondern da galt das magere Fleisch sogar als ungesund. Also die haben es immer mit viel Fett gegessen. Und da wurden nicht die ganzen Innereien und der Kopf und die Füße und so weiter weggeworfen, sondern das hat man alles verwertet. Und wenn man nachguckt, ist der Nährstoff- und Vitamingehalt auch in den Innereien am höchsten. Besonders Leber. Leber wurde traditionell auch sehr geschätzt und wird es zum Teil immer noch. Knochen geben eine super Brühe mit vielen Mineralien. Und so eine Knochenbrühe schmeckt auch 100-mal leckerer als irgendeine Instant-Brühe, in der Pflanzenfett und irgendwelche Aromastoffe drin sind, statt das Richtige. Weston Price hat übrigens beobachtet, dass dort die Immunität gegen Karies am höchsten war bei den Völkern, die 2 von den folgenden 3 Lebensmitteln in ihrer Ernährung hatten. Das erste ist Milchprodukte von weidenden Tieren, das zweite ist Innereien von Landtieren und das dritte ist Innereien und Fleisch von Fisch- und Schalentieren. 2 davon in der Ernährung und dann war die Karies-Immunität am höchsten. Fand ich interessant. Punkt 6. Industrie, Essen und künstliche Ergänzung meiden. Ich glaube, das ist noch das, was die meisten sowieso schon im Gespür haben. Traditionell gab es keine künstlichen Zusätze und im Labor gefertigte Pillen und Spritzen. Und man kann davon ausgehen, dass natürlich belassene Lebensmittel von guter Qualität, bio oder lokal, besser und nachhaltiger für die Gesundheit sind als Tabletten, Spritzen, Medikamente, Ersatzstoffe. Ja, das hatten die ganzen traditionellen Kulturen ja nicht. Wir leben heutzutage ja nicht mehr so, dass wir alles selber produzieren, was wir auch essen,
sondern wir müssen im Supermarkt einkaufen gehen, die meisten von uns, weil wir haben keinen Garten und keinen Stall mit Tieren drin und wissen meistens auch gar nicht mehr, wie das alles geht. Dann sollte man im Supermarkt die Inhaltsangaben lesen. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat. Und mal gucken, was da so hinten drauf steht bei den Zutaten. Je länger die Liste mit chemisch klingenden Namen oder je mehr Zutaten, die man nicht kennt oder wo man nicht zu Hause herstellen könnte oder zu Hause hat, sollte man sich das Ganze doch nochmal überlegen. Also je weniger Zutaten, desto besser. Ja, das kurz zu dem Punkt. Und der letzte Punkt, besondere Lebensmittel für Wachstumsperioden. Weston Price berichtete, dass bei den traditionellen Völkern es bestimmte Lebensmittel gab, die für Wachstumsphasen als wichtig angesehen wurden. Also die wurden speziell in Vorbereitung auf eine Schwangerschaft gegessen, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und die wurden den Kindern gegeben. Habt da mal ein paar Beispiele. Bei den Maasai beispielsweise. Das Bild habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das obere Bild ist da. Bei den Maasai war es so, dass man 3 Monate vor der Hochzeit oder einer geplanten Empfängnis die Milch von den Tieren getrunken hat, wenn gerade die Trockenzeit vorbei war und die Regenzeit angefangen hat, also wenn das Gras schnell gewachsen wurde. Diese Milch wurde als besonders wertvoll angesehen und dann hat man sich damit gut auf eine Schwangerschaft vorbereiten können, um ein möglichst gesundes Kind zu bekommen. Die Milch, die auf schnell wachsendem Gras entsteht, also von Kühen, die schnell wachsendes Gras fressen, das wussten übrigens auch die Schweizer am Lötschental. Preis berichtet, dass die jährlich eine Zeremonie abgehalten haben in ihrer Kirche, wo eine Schale mit Butter auf den Altar gestellt wurde und man Gott gedankt hat für die lebensspendende Kraft in dieser Butter. Die wussten das also, ohne irgendwas Genaues über Vitamine und so weiter zu wissen. Die wussten, dass das sie gesund erhält. Hier unten seht ihr das untere Bild, eine Kikuyu-Mama. Habe ich euch auch im letzten Video schon mal gezeigt. Die haben 6 Monate vor der Hochzeit angefangen, spezielle Lebensmittel zu essen. Und es steht nicht genau, was die gegessen haben. Und keine harte Arbeit durften die dann mehr ausführen. In Vorbereitung auf eine Schwangerschaft. Hier seht ihr eine Mutter von den Fidschi-Inseln. Und Weston Price berichtet, dass sie meilenweit unterwegs war, um eine bestimmte Krabbenart zu fischen, die sie ihren Kindern gibt, damit die gut wachsen. Weil sie glaubten, dass die Kinder damit gesund und schlau werden. Bei den Eskimo und auch bei den Indianern in Peru hat man für den Zweck Fischeier den Kindern gegeben. Hier ist ein Mädchen, was gerade mit seiner Fischeierration in der Hand abgelichtet wurde aus Peru. Also die wohnten eigentlich im Gebirge und sind aber extra ans Meer, um Fisch zu fangen. Und die Kinder haben die Fischeier gekriegt. Wieder bei anderen Völkern, berichtet Weston Price, wurde die Asche bestimmter Pflanzen gegessen für den Zweck, um gesunde Kinder zu bekommen. Ja, und was in den traditionellen Kulturen auch ein sich wiederholendes Muster ist, dass die bestimmte Mindestabstände zwischen den Schwangerschaften eingehalten haben. Also im Schnitt sind es 3 Jahre und nicht wie bei uns 2. Manchmal auch 4, weil die der Meinung waren, dass es so viel Zeit braucht, dass die Mutter wieder ein gesundes Kind austragen kann. Und wahrscheinlich muss man auch die Lebensbedingungen einrechnen, die die dort hatten. Da war das günstiger, wenn die Mutter sich um das neue Baby kümmern konnte und das vorige Kind schon ein bisschen größer war.
Bei uns sind Traditionen dieser Art leider verloren gegangen. Deswegen heißt es auch nicht, dass wir nicht von dem Wissen profitieren können, was es eben schon gibt. Und ich denke, dass auch für uns das möglich ist, dass wir uns gut vorbereiten können auf Schwangerschaften. Und wir können uns ja so ein bisschen rauspicken aus dem als Vorbild, was die anderen alle gemacht haben. Die verschiedenen Kulturen haben ja ganz unterschiedliche Lebensmittel gehabt und da wir ja heutzutage so ziemlich alles einfach so kriegen, außer Innereien. Innereien finde ich echt schwierig zu kriegen. Also außer meine Hühnerleber oder so, wird es meistens doch weggeschmissen und gibt es nicht im Laden. Aber ansonsten können wir schon uns ziemlich aussuchen, was wir essen. Da sind wir in einem ziemlichen Vorteil und Luxus gegenüber den traditionellen Kulturen, die eben von dem Land leben mussten, auf dem sie waren. Und wenn es nichts gab, gab es nichts. Also von daher haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, um super gesund zu sein. Und unsere Kinder auch. Ja, im letzten Teil werde ich euch noch zeigen, wie wir das für uns umsetzen. Gibt es ja sicherlich ganz viele Möglichkeiten, aber ich zeige euch einfach mal beispielsweise, wie wir es machen. Vielleicht inspiriert euch das ja dann. Bis dann. Tschüss.